Platons Höhlengleichnis ist das wohl bekannteste und gleichzeitig vielschichtigste Gleichnis der Philosophiegeschichte. Es stellt die Frage nach Wirklichkeit, wahrer Erkenntnis, philosophischer Bildung und der Verantwortung von Philosophen. Worum es in diesem berühmten Gleichnis ganz genau geht und wie man es interpretieren kann, erfährst du in diesem Video. Das Höhlengleichnis steht im 7. Buch der Politeia nach dem Sonnengleichnis und dem Liniengleichnis. Platon möchte mit dem Gleichnis seine Ideenlehre noch genauer erklären und veranschaulichen, wie der Mensch die Ideen, allen voran die Idee des Guten, erkennen kann und welche ethischen Konsequenzen sich aus dieser Erkenntnis ergeben. Um zu wirklichem Wissen zu gelangen, muss der Mensch laut Platon seine gesamte Sichtweise der Dinge und damit auch sein Leben ändern. Dieser Weg zu wahrer Erkenntnis ist hart und beschwerlich. Der Mensch muss hierfür zunächst von seiner bisherigen, falschen Weltanschauung befreit werden und hat anschließend als nunmehr aufgeklärter Philosoph die Pflicht, auch andere Menschen von deren falscher Weltanschauung zu befreien. Platon beschreibt in dem Gleichnis zunächst das Leben in der Höhle, dann den Aufstieg aus der Höhle und schließlich die Rückkehr des Philosophen in die Höhle. Stelle dir Menschen in einer unterirdischen Höhle vor. Diese hat einen Zugang, der zum Tageslicht hinaufführt und der so groß wie die ganze Höhle ist. In dieser Höhle sind die Menschen seit ihrer Kindheit an Beinen und Nacken gefesselt, sodass sie an Ort und Stelle bleiben und immer nur geradeaus schauen. Wegen ihrer Fesseln können sie den Kopf nicht herumdrehen. Licht erhalten sie von einem Feuer, das hinter ihnen weit oben in der Ferne brennt. Zwischen dem Feuer und den Gefesselten ist oben ein Weg. Entlang dieses Weges ist eine kleine Mauer errichtet, wie sie Puppenspieler zwischen sich und ihren Zuschauern aufbauen und über die hinweg sie ihre Kunststücke zeigen. Stelle dir nun längs der kleinen Mauer Menschen vor, die alle möglichen Gerätschaften vorbeitragen, so dass diese über die Mauer hinausragen. Statuen von Menschen und anderen Lebewesen aus Stein und aus Holz und aus anderen Materialien. Ein Teil dieser Träger redet miteinander, ein anderer schweigt. Die Menschen in der Höhle haben von sich selbst und voneinander nie etwas anderes zu sehen bekommen als die Schatten, die das Feuer auf die ihnen gegenüberliegende Seite der Höhle wirft. Sie können schließlich ihr ganzes Leben lang ihren Kopf nicht bewegen. Sie sehen also nur die Schatten von den Dingen, die vorübergetragen werden. Wenn sie nun miteinander reden könnten, würden sie sicherlich das als das Seiende bezeichnen, was sie sehen. Und wenn das Gefängnis von der gegenüberliegenden Wand her auch ein Echo hätte und wenn dann einer der Vorübergehenden spräche, würden sie denken, der vorbeiziehende Schatten sei der Sprechende. Auf keinen Fall könnten solche Menschen irgendetwas anderes für das Wahre halten als die Schatten jener künstlichen Gegenstände. Am Anfang des Gleichnisses beschreibt Platon die Situation der gefesselten Menschen in der Höhle. Sie nehmen von Kindheit an nur Schatten und das Echo von Stimmen wahr und halten diese Abbilder der Wirklichkeit für real, weil sie nichts anderes kennen. Diese Menschen stehen für die gewöhnlichen, philosophisch ungebildeten Menschen. Sie sind unwissend, denn sie befinden sich weit entfernt von der Quelle der Erkenntnis, genauer der Idee des Guten. In ihrem Alltag sind sie umgeben von Trugbildern, die sie für die Wahrheit halten. Sie verfügen nicht über echtes Wissen, sondern nur über Meinungen. Häufig sind diese Meinungen falsch. Gewöhnliche Menschen geben sich mit den Trugbildern, Illusionen und Meinungen zufrieden, anstatt sich zu befreien, umzukehren, aufzusteigen und ihre Seele für die Welt der Ideen und damit für echtes Wissen zu öffnen. In Platons Ideenlehre gibt es nämlich nicht nur die Welt unserer Sinneswahrnehmung, sondern dahinter oder darüber eine Welt der Ideen. Die höchste Idee, die allen anderen Ideen und damit auch allen Dingen in der Sinnenwelt ihre Existenz und Erkennbarkeit verleiht, ist die Idee des Guten. Während die Sinne trügerisch und vergänglich sind und uns täuschen können, sind die Ideen ewig und wahr. Die meisten Menschen bleiben in der Höhle bei ihren falschen Meinungen, weil sie bequem sind, nichts anderes kennen und Angst vor Veränderung haben. Der Prozess der Erkenntnis ist nämlich anstrengend und anspruchsvoll. Es ist mühsam, sich auf die Suche nach Wahrheit und echtem Wissen zu begeben. Viele Menschen geben sich daher mit ihrer Situation zufrieden und möchten ihr alltägliches Verständnis von der Welt nicht hinterfragen. Sie wollen lieber nicht wissen. Überlege dir nun, wie es wäre, wenn diese Menschen von ihren Fesseln befreit und damit auch von ihrer Unwissenheit geheilt würden. Da müsste ihnen doch normalerweise Folgendes widerfahren.
Wenn einer von den Fesseln befreit und gezwungen würde, plötzlich aufzustehen, den Hals zu wenden, zu gehen und zum Licht hinaufzuschauen, und wenn er bei all diesem Tun Schmerzen empfände und wegen des blendenden Glanzes jene Dinge nicht recht erkennen könnte, deren Schatten er vorher gesehen hat, was meinst du wohl, dass er antworten würde, wenn ihm jemand erklärte, er hätte vorher nur Nichtigkeiten gesehen, jetzt aber sei er dem Seienden näher und so dem eigentlichen Seienden zugewendet, sehe er richtiger? Und wenn derjenige ihm dann einen jeden der vorüberziehenden Gegenstände zeigte und ihn fragte und zu sagen nötigte, was das sei, meinst du nicht, er wäre in Verlegenheit und würde das, was er vorher gesehen hat, für wirklicher halten als das, was man ihm jetzt zeigt? Und wenn man ihn gar nötigte, das Licht selber anzublicken, dann schmerzten ihm doch wohl die Augen, und er wendete sich ab und flöhe zu den Dingen, die er anzuschauen vermag, und glaubte, diese seien tatsächlich klarer als das, was man ihm jetzt zeigt. Schleppte man ihn aber von dort mit Gewalt den rauen und steilen Aufgang hinauf und ließe ihn nicht los, bis man ihn an das Licht der Sonne hinausgezogen hätte, würde er da nicht Schmerzen empfinden und sich nur widerwillig so schleppen lassen? Und wenn er ins Licht käme, hätte er doch die Augen voll Glanz und vermöchte zumindest im ersten Augenblick rein gar nichts von dem zu sehen, was man ihm nun als das Wahre bezeichnete. Er müsste sich also daran gewöhnen, wenn er die Dinge dort oben sehen wollte. Zuerst würde er wohl am leichtesten die Schatten erkennen, dann die Spiegelbilder der Menschen und der anderen Gegenstände im Wasser und dann erst sie selbst. Und daraufhin könnte er dann das betrachten, was am Himmel ist und den Himmel selbst, und zwar leichter bei Nacht, indem er zum Licht der Sterne und des Mondes aufblickte, als am Tage zur Sonne und zum Licht der Sonne. Zuletzt aber würde er die Sonne, nicht ihre Spiegelbilder im Wasser oder anderswo, sondern sie selbst an sich, an ihrem eigenen Platz ansehen und sie so betrachten können, wie sie wirklich ist. Und dann würde er wohl die zusammenfassende Überlegung über sie anstellen, dass sie es ist, die die Jahreszeiten und Jahre herbeiführt und über allem waltet in dem sichtbaren Raume und dass sie in gewissem Sinne auch von allem, was sie früher gesehen haben, die Ursache ist. Wenn er nun aber an seine erste Behausung zurückdenkt und an die Weisheit, die dort galt, und an seine damaligen Mitgefangenen, dann wird er sich wohl zu der Veränderung glücklich preisen und jene bedauern. Die Ehren aber und das Lob, das sie einander dort spendeten, und die Belohnung für den, der die vorüberziehenden Schatten am schärfsten erkannte und der sich am besten einprägte, welche von ihnen zuerst und welche danach und welche gleichzeitig vorbeizukommen pflegten und daraus am besten vorauszusagen wusste, was jetzt kommen werde. Glaubst du, er sei noch auf dieses Lob erpicht und beneide die, die bei jenen dort in Ehre und Macht stehen? Oder wird es ihm so gehen, wie Homer sagt, dass er viel lieber auf dem Acker bei einem armen Mann im Taglohn arbeiten und lieber alles Mögliche erdulden will, als wieder in jenen Meinungen befangen sein und jenes Leben führen? Lieber wird er alles andere ertragen als jenes Leben. Platon beschreibt in diesem Teil des Gleichnisses den Erkenntnisprozess als mühsamen Aufstieg aus der dunklen Höhle. Der Gefangene, der aus den Fesseln befreit und nach oben geschleift wird, muss erkennen, dass die Schattenbilder nicht real sind und er sein ganzes bisheriges Leben lang künstliche Projektionen für die Wahrheit gehalten hat. Um die Ideen und allen voran die Idee des Guten zu erkennen, muss der Mensch die Welt der trügerischen Sinneswahrnehmung, die Höhle, verlassen und Schritt für Schritt zur Wahrheit der geistigen Welt der Ideen aufsteigen. Diese Erkenntnis erfolgt nicht plötzlich, sondern in Stufen. Die Seele entfernt sich Schritt für Schritt von der alltäglichen Welt der bloßen Meinungen. Das schrittweise Erkennen der Wahrheit wird möglich durch philosophische Bildung und Erziehung, zu griechisch Paideia, welche den Menschen bis zur höchsten Idee, der Idee des Guten, führen kann. Das Erkennen der Ideen und schließlich der Idee des Guten als das Prinzip alles Existierenden erfordert eine Befreiung und Umwendung der ganzen Seele, weg von der Dunkelheit der Sinnenwelt hin zum Licht der Ideenwelt. Interessant ist, dass sich der Höhlenbewohner nicht selbst befreit. Jemand zwingt ihn zum Aufstieg, zerrt ihn am Ende sogar gewaltsam hinaus ans Tageslicht. Philosophische Bildung und Erkenntnis scheint laut diesem Gleichnis nicht ohne fremde Hilfe möglich zu sein. Um Menschen Schritt für Schritt vom Unwissen zu wahrer Erkenntnis zu führen, braucht es laut Platon Philosophen als Lehrer. Die Umlenkung der Seele hin zur Wahrheit erfolgt also über Erziehung, in welcher ein Wissender einen Unwissenden begleitet und führt.
Jemand, der bereits befreit wurde, die Höhle verlassen hat und die Ideen, allen voran die Idee des Guten, erkannt hat, muss den verbliebenen Höhlenbewohnern bei ihrer Befreiung und ihrem Aufstieg helfen. Zu diesem Zweck entwirft Platon übrigens ein detailliertes Erziehungsprogramm, welches ich im Video über den idealen Staat genauer erklären werde. Ziel dieser Erziehung ist die wahre Einsicht in die Wirklichkeit, die Erkenntnis der Idee des Guten. Und in welchen Stufen vollzieht sich nun genau der Erkenntnisprozess? Der Mensch erkennt zunächst die Dinge, von denen er vorher nur Schatten sah. Während die Schatten den Abbildern sinnlich wahrnehmbarer Gegenstände, aber auch falschen Vorstellungen, beispielsweise von Gerechtigkeit, entsprechen die Gegenstände in der Höhle den sinnlich wahrnehmbaren Dingen selbst. Auf einer weiteren Stufe des Aufstiegs sieht er dann das Höhlenfeuer. Dieses ermöglicht erst die Sichtbarkeit der sinnlich wahrnehmbaren Dinge in der Höhle und die Erzeugung der Schatten. Es steht analog zum Sonnengleichnis für die Sonne in der sinnlich wahrnehmbaren Welt. Danach gelangt er über einen steilen Aufstieg ins Freie bis ans Licht der Sonne. Er ist nun in den Bereich des Denkbaren, die geistige Welt der Ideen vorgedrungen. Hier ist er zunächst geblendet. Er erkennt nur Schatten und Spiegelbilder im Wasser, die er anfangs für real hält. Dann aber hebt er den Blick und sieht zunächst bei Nacht, dann bei Tag die wirkliche Landschaft und den wirklichen Himmel. Die wirklichen Dinge in der Außenwelt entsprechen den Ideen. Schließlich erblickt er die Sonne selbst und ihr Licht. Er erkennt, dass sie Ursache alles Existierenden und Sichtbaren ist, die eigentliche Kraft, die allen Dingen ihr Aussehen und ihre Wirklichkeit verleiht. Bei der Sonne handelt es sich um die Idee des Guten. Der beschriebene Erkenntnisprozess ist schmerzhaft und anstrengend. Der Höhlenbewohner wird mit Gewalt den Weg nach oben geschleppt, das helle Licht der Wahrheit blendet und schmerzt ihn, stets muss er sich an neue Situationen und Lichtverhältnisse gewöhnen. Er ist zunächst verstört und hält die Schattenbilder für realer als die Wirklichkeit. Ein Leben in der falschen Realität der Höhle ist nach Erkenntnis der Wahrheit nicht mehr denkbar. Der Philosoph kann das, was die Menschen in der Höhle für wahr halten, nicht mehr ernst nehmen, da er es als falsch erkannt hat. Doch er bleibt nicht oben bei der Sonne, sondern muss wieder ins Dunkle der Höhle zurückkehren, um denen, die in der Höhle noch gefesselt und in Illusionen und falschen Meinungen gefangen sind, zu helfen. Er hat nun als Philosoph einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Wenn so ein Mensch wieder hinunterstiege und sich an seinen alten Platz setzte, dann wären seine Augen von Finsternis erfüllt, wenn er so plötzlich aus der Sonne käme. Wenn er dann aber wieder versuchen müsste, im Wettstreit mit denen, die immer dort gefesselt waren, jene Schatten zu beurteilen, während seine Augen noch geblendet sind und sich noch nicht wieder umgestellt haben, und diese Zeit der Umgewöhnung dürfte ziemlich lange dauern, so würde man ihn gewiss auslachen und von ihm sagen, er komme von seinem Aufstieg mit verdorbenen Augen zurück und es lohne sich nicht, auch nur versuchsweise dort hinaufzugehen. Wer aber Hand anlegte, um sie zu befreien und hinaufzuführen, den würden sie wohl umbringen, wenn sie ihn nur irgendwie in die Hände bekommen und töten könnten. Das Höhlengleichnis schildert im letzten Teil die Rückkehr des Philosophen in die Höhle. Wer die Wahrheit erkannt hat, soll laut Platon in die Höhle zurückkehren und denen helfen, die noch gefesselt sind. Er muss versuchen, die anderen Gefangenen in der Höhle von der eigentlichen Realität zu überzeugen. Nach der höchsten Einsicht der Erkenntnis der Idee des Guten muss der nun philosophisch Gebildete seine Erziehungs- und Regierungspflichten wahrnehmen. Er ist verantwortlich für die Erziehung der philosophisch Ungebildeten und soll diese zur Erkenntnis und damit zu einem guten und glücklichen Leben führen. Zweck des philosophischen Bildungsweges ist bei Platon, eine Elite, sogenannte Philosophenkönige, auszubilden, die anschließend herrschen können, weil sie im Gegensatz zu den durchschnittlichen Menschen die Idee des Guten erkannt haben und im Staat umsetzen können. Platons Forderung nach einem solchen politischen Verhalten der Philosophen resultiert aus seiner Auffassung, dass Erkenntnis immer auch praktisch umgesetzt werden muss. Die Rückkehr der Philosophen ist notwendig, damit der Staat als Ganzes funktionieren und der einzelne Mensch glücklich werden kann. Hierfür müssen die Bürger der Polis erzogen, von ihren Fehlurteilen und Illusionen befreit werden. Doch der Zurückgekehrte kann sich nun nur noch schlecht in der Höhle orientieren, da es im Vergleich zu draußen sehr viel dunkler ist. Der Philosoph wirkt weltfremd, stößt auf Unverständnis und Spott, wird als eine Bedrohung angesehen, begibt sich sogar in Lebensgefahr. Außerdem ist der Aufstieg hin zur Wahrheit mühsam und die meisten Menschen geben sich lieber mit den Schattenbildern zufrieden.
Deshalb sind sie auch nicht dankbar, sondern eher gereizt, wenn einer, der die Sonne und damit die Idee des Guten, Wahren und Schönen gesehen hat, wieder in die Höhle hinabsteigt und ihnen sagt, dass ihre gewohnte Welt nur eine Täuschung ist. Der Philosoph, der andere Menschen zu wahrer Erkenntnis bewegen möchte, läuft daher Gefahr, verspottet, bedroht und sogar getötet zu werden. Diese Stelle im Höhlengleichnis ist sicherlich eine Anspielung auf das Schicksal von Platons Lehrer Sokrates, der die Athener von ihren falschen Meinungen befreien wollte und schließlich zum Tode verurteilt wurde. Und auch Platon machte bei seinen 3 Besuchen in Syrakus sehr ernüchternde Erfahrungen bei dem Versuch, die dortigen Herrscher philosophisch zu bilden. Um das Höhlengleichnis zu verstehen, muss man es mit dem vorher geschilderten Sonnen- und Liniengleichnis in Verbindung setzen. Dies ist im Detail mit einigen Einzelproblemen verbunden, auf welche ich aber nicht näher eingehen möchte. Im Sonnengleichnis am Ende des 6. Buches zieht Platon eine Analogie zwischen der Sonne und der Idee des Guten. Die Sonne verhält sich zum Sichtbaren, wie die Idee des Guten zum Denkbaren. Wie die Sonne im Bereich des Sichtbaren die Erkenntnis und Existenz sinnlich wahrnehmbarer Gegenstände ermöglicht, so ermöglicht die Idee des Guten im Bereich des Denkbaren die Erkenntnis und Existenz der Ideen. Im Liniengleichnis ordnet Platon unterschiedliche Gegenstandsbereiche verschiedenen Erkenntnisweisen zu und bestimmt ihr Verhältnis zueinander. Hierzu wird eine Linie in 4 ungleiche Abschnitte geteilt. Die erste Teilung trennt den gesamten Gegenstandsbereich in 2 gegensätzliche Bereiche, einen sinnlichen, der Wahrnehmung zugänglichen und einen intelligiblen, nur geistig erkennbaren Bereich. Die dadurch entstehenden 4 Teilabschnitte repräsentieren die empirischen Gegenstände und ihre Abbilder sowie die mathematischen Gegenstände und die Ideen. Ihnen sprechen die 4 Erkenntnisweisen Eikasia, Pistis, Dianoia und Noesis. Die Noesis erreicht den voraussetzungslosen wirklichen Anfang und somit das Fundament von Wissen, die Idee des Guten. Im sichtbaren Bereich ist nur Meinung möglich, im denkbaren Bereich wirkliches Wissen. Setzen wir nun einmal die 3 Gleichnisse in Verbindung zueinander. Die Höhle entspricht dem Bereich des Sichtbaren im Sonnen- und dem unteren Abschnitt im Liniengleichnis. Der Aufstieg aus der Höhle illustriert die verschiedenen im Liniengleichnis geschilderten Erkenntnismöglichkeiten auf den verschiedenen Seinsstufen. Die Dialektik dient hierbei als Methode, um die Ideen und die Idee des Guten zu erfassen. Der Außenbereich der Höhle entspricht dem Bereich des Denkbaren, also der Ideenwelt im Sonnengleichnis und den beiden oberen Abschnitten im Liniengleichnis. In allen 3 Gleichnissen beschreibt Platon einen Weg der Erkenntnis, der in 4 Erkenntnisstufen erfolgt, sich an ontologisch unterschiedenen Arten von Gegenständen orientiert und in der Erkenntnis der Wahrheit mündet. Das Höhlengleichnis weist einige Interpretationsschwierigkeiten auf, da es sehr vielschichtig ist und Platon selbst es nur unvollständig ausgelegt hat. Zudem hat Platon auf eine feste Terminologie bewusst verzichtet. Auch über Details der soeben dargestellten Zuordnung der Elemente aus dem Sonnen- und Liniengleichnis wird in der Forschung diskutiert. Der deutsche Philologe und Philosoph Thomas Alexander Slezak schlägt aufgrund dieser Schwierigkeiten vor, sich nicht auf einzelne Details, sondern auf die Hauptaussagen des Gleichnisses zu konzentrieren und unterscheidet 5 Grundintentionen des Höhlengleichnisses. Die alltägliche Erkenntnishaltung muss zugunsten einer philosophischen Einstellung verlassen werden. Die Umwendung der ganzen Seele führt nicht unmittelbar zur höchsten Erkenntnismöglichkeit, sondern nur über eine gestufte Abfolge von unterschiedlichen Erkenntnisweisen. Philosophische Bildung entspricht also einer stufenweisen Gewöhnung, keiner plötzlichen Erkenntnis. Den verschiedenen gestuften Erkenntnisweisen ordnet Platon ontologisch gesehen ungleiche Gegenstandsarten zu. Schatten von etwas sind weniger seiend als die wahrnehmbaren Dinge, als die Ideen, als die Idee des Guten. Der Weg zur Schau der Idee des Guten kostet Mühe und Kraft. Er kann mit Hohn und Spott, aber auch mit Gefahren verbunden sein. Die Umwendung der ganzen Seele ist daher nicht allein Sache des Verstandes, sondern der gesamten Persönlichkeit. Platon ist der Überzeugung, dass es die natürliche Bestimmung des Menschen sei, die Idee des Guten zu erkennen. Im Höhlengleichnis veranschaulicht Platon zentrale Aspekte seiner Philosophie. Seine Ontologie, Lehre vom Sein, spiegelt sich wieder in der Abfolge 4 verschiedener Arten von Gegenständen, die er den Etappen des Aufstiegs aus der Höhle zuordnet. Mit jeder Stufe werden die Gegenstände in höherem Maße seiend und damit wahrer. Am Ende aber steht das Leuchtendste, die Idee des Guten.
Auch die verschiedenen Stufen von Erkenntnis werden illustriert. Die Welt der Sinneswahrnehmung, in welcher nur Meinung möglich ist, entspricht der Höhle. Die Welt der Ideen und der mathematischen Gegenstände, in welcher wirkliche Erkenntnis und echtes Wissen möglich ist, der Außenwelt. Die Sonne wiederum steht für die höchste Erkenntnis, die Erkenntnis der Idee des Guten. Prinzipiell können laut Platon alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit geführt werden. In Wirklichkeit gelingt dies jedoch nur wenigen. Wahre Erkenntnis erlangen nur Philosophen. Das Gleichnis hat außerdem einen Bezug zu Platons Ethik und Staatsphilosophie. Für ein gutes, tugendhaftes und damit glückliches Leben ist es laut Platon notwendig, sich von falschen Vorstellungen zu befreien und sich an den Ideen, vor allem an der Idee des Guten, zu orientieren. Die Schatten in der Höhle entsprechen im Kontext der Politeia den gängigen falschen Vorstellungen von Gerechtigkeit. Einige wenige, wie Sokrates, können aus eigener Kraft zur Erkenntnis gelangen. Die übergroße Mehrheit braucht hierbei Hilfe. Ein Philosoph, der die Idee des Guten erkannt hat, ist daher verpflichtet, in die Höhle zurückzukehren und seinen Mitmenschen zur Erkenntnis zu verhelfen. Bildung ist bei Platon also kein Selbstzweck. Der Philosoph hat eine Pflicht gegenüber der Polis und soll sein Wissen um das Schöne, Wahre und Gute teilen, auch wenn ihm Hohn und Spott begegnet. Platons Ethik basiert auf einer Theorie der Erziehung, in welcher ein Wissender einen Lernenden zur Erkenntnis und damit auch zu einem guten und glücklichen Leben führt. Die Erkenntnis der Idee des Guten ist bei Platon Voraussetzung für die Ausbildung von Tugenden und somit für das Glück des Einzelnen wie auch des Staates. Nur Philosophen, welche die Idee des Guten geschaut haben, können demnach Könige in Platons idealem Staat werden und die Richtlinien festlegen, an denen dieser sich orientiert. Denn auch die Richtlinien und Grundsätze im Staat müssen sich, wie jede menschliche Praxis, an der Idee des Guten orientieren. Platons Höhlengleichnis gilt bis heute als Mahnmal, sich nicht mit der täuschenden und vergänglichen Welt der sinnlichen Wahrnehmung zufrieden zu geben und nach wahrer Erkenntnis zu streben. Im Vergleich zum Sonnen- und Liniengleichnis geht es im Höhlengleichnis nicht mehr nur um ontologische, erkenntnistheoretische und ethische Aspekte, die den Einzelnen betreffen, sondern um den ganzen Staat. Es geht um die Möglichkeiten und die Gefahren, die wahre philosophische Bildung mit sich bringt und unterstreicht die Verantwortung der Philosophen für Staat und Gesellschaft. Mit den Quizlet-Lernsets Platons Höhlengleichnis Inhalt und Platons Höhlengleichnis Interpretation kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!